Lektion 1. Rat einholen. Hey Anna, kann ich dich etwas fragen? Absolut. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe darüber nachgedacht, meinen eigenen Podcast zu starten, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Oh, das ist aufregend. Podcasting kann ein wirklich lohnendes Unterfangen sein. Ich weiß, aber ich fühle mich ein bisschen überfordert. Es gibt so viel zu beachten, weißt du? Das kann ich mir vorstellen. Mit welchen Aspekten haben Sie am meisten zu kämpfen? Ich glaube, ich bin mir einfach nicht sicher, wie ich ein Thema oder ein Format auswählen soll, das bei den Zuhörern wirklich Anklang findet. Ich verstehe. Nun, hast du über deine eigenen Interessen und dein Fachwissen nachgedacht? Das ist ein gutes Argument. Ich bin wirklich begeistert von Geschichte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Thema breit genug ist. Geschichte kann tatsächlich für einen faszinierenden Podcast sorgen. Der Schlüssel ist, einen einzigartigen Blickwinkel oder Fokus zu finden. Okay. Was ist mit Ausrüstung und Produktion? Ich habe keine Ahnung, wo ich damit anfangen soll. Nun, die gute Nachricht ist, dass Sie keine Menge ausgefallener Ausrüstung benötigen, um loszulegen. Ein ordentliches Mikrofon und etwas Bearbeitungssoftware können viel bewirken. Ah, das ist beruhigend. Und was ist mit dem eigentlichen Aufnahme- und Veröffentlichungsprozess? Es gibt unzählige großartige Online-Tutorials und Ressourcen, die Sie durch die technischen Aspekte führen können. Toll, das ist wirklich hilfreich. Ich fühle mich jetzt ein bisschen weniger eingeschüchtert. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Einblicke geben konnte. Das Wichtigste ist, einfach anzufangen und den Rest im Laufe der Zeit herauszufinden. Du hast recht. Ich glaube, ich probiere es mal aus. Danke für die Ermutigung, Anna. Jederzeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Ratschläge benötigen, während Sie Ihren Podcast auf die Beine stellen. Das werde ich tun. Ich schulde dir was. Lektion 2. Träumen nachjagen. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dir über etwas den Kopf zerbrechen. Hallo da. Klar, was geht dir durch den Kopf? Nun, ich fühle mich in letzter Zeit ein bisschen in meiner Karriere festgefahren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ah, ich verstehe. Es kann so frustrierend sein, wenn Sie das Gefühl haben, Ihr wahres Potenzial nicht auszuschöpfen. Exakt. Ich habe über eine große Veränderung nachgedacht, aber ich bin nervös, den Sprung zu wagen. Ich kann das Zögern verstehen. Ein Richtungswechsel kann beängstigend sein, aber es kann auch unglaublich lohnend sein. Darüber mache ich mir Sorgen. Was ist, wenn ich das Risiko eingehe und es nicht funktioniert? Das ist ein berechtigtes Anliegen, aber Sie müssen die potenziellen Vorteile abwägen. Was ist es, wofür du wirklich eine Leidenschaft hast? Das ist die Sache. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher. Früher war ich so motiviert und jetzt fühle ich mich einfach verloren. Nun, vielleicht ist es an der Zeit, etwas Seelenforschung zu betreiben. Denk darüber nach, was dich begeistert, was dir das Gefühl gibt, lebendig zu sein. Du bringst ein gutes Argument vor. Ich sollte mir wahrscheinlich etwas Zeit nehmen, um wirklich darüber nachzudenken, was ich will. Absolut. Und hab keine Angst davor, neue Dinge auszuprobieren, auch wenn sie dir ein bisschen Angst machen. Manchmal sind die lohnendsten Wege die, die wir am wenigsten erwarten. Weißt du, du hast recht.
Ich glaube, ich werde anfangen, ein paar neue Hobbys und Interessen zu entdecken. Ich liebe diese Idee. Das Verlassen ihrer Komfortzone kann eine ganz neue Welt von Möglichkeiten eröffnen. Danke, Anna. Ich fühle mich jetzt viel motivierter, meinen Träumen nachzujagen, was auch immer sie sein mögen. Ich bin so froh, dass ich helfen konnte, etwas Ermutigung zu geben. Du schaffst das, John. Ich glaube an dich. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich werde Sie auf jeden Fall über meine Reise auf dem Laufenden halten. Lektion 3. Ein gemütliches Beisammensein. Hey Anna, ich wollte etwas mit dir besprechen. Ach, was ist los, John? Nun, ich denke darüber nach, dieses Wochenende ein kleines Treffen bei mir zu veranstalten. Nur eine beiläufige Sache, weißt du? Das klingt herrlich. Wen hattest du im Sinn, einzuladen? Eigentlich hatte ich gehofft, es könnten nur Sie und Ihr Partner sein. Ich dachte, es könnte ein netter, intimer Abend werden. Oh, wie wunderbar. Nur wir vier, das klingt perfekt. Toll, ich bin so froh, dass du an Bord bist. Ich dachte, wir könnten ein kleines Abendessen im Potluck-Stil machen. Oh, das ist eine wundervolle Idee. Ich bringe gerne 1 oder 2 Gerichte zum Teilen mit. Fantastisch. Ich dachte, vielleicht ein paar Vorspeisen und eine gute Flasche Wein, um anzufangen. Klingt entzückend. Und darauf können wir ein gemütliches Hauptgericht und vielleicht sogar ein Dessert folgen. Genau das habe ich mir gedacht. Das wird so ein schöner, entspannter Abend. Ich kann es kaum erwarten. Es wird so schön sein, einfach abzuschalten und gutes Essen und gute Gesellschaft zu genießen. Einverstanden. Ich freue mich sehr darauf. Nur wir vier, kein Aufhebens, kein Schnickschnack. Perfekt. Ich notiere es in meinem Kalender und wir können die Details kurz vor dem Datum besprechen. Hört sich gut an. Das ist genau die Art von unauffälliger Zusammenkunft, nach der ich mich sehne. Ich auch. Es wird der perfekte Weg sein, um neue Energie zu tanken und neue Kontakte zu knüpfen. Ich kann es kaum erwarten. Hervorragend. Ich melde mich bald bei Ihnen, um die Pläne fertigzustellen. Das wird fantastisch. Lektion 4. Auf Nummer sicher gehen. Hey Anna, kann ich deinen Rat zu etwas bekommen? Natürlich. John, was ist los? Nun, ich habe vor, dieses Wochenende eine Wanderung zu machen, und ich wollte deine Meinung dazu hören, auf Nummer sicher zu gehen. Oh, das ist eine tolle Idee. Wandern kann so friedlich und erholsam sein. Welche Sicherheitsbedenken haben Sie im Sinn? Nun, weißt du, ich möchte sicher gehen, dass ich so vorsichtig wie möglich bin. Ich habe einige Geschichten über Wanderer gehört, die in Schwierigkeiten geraten sind. Das ist sehr klug von dir. Sicherheit sollte bei Outdoor-Aktivitäten auf jeden Fall oberste Priorität haben. Exakt. Ich möchte sicher gehen, dass ich auf mögliche Risiken vorbereitet bin. Absolut. Nun, ich schlage vor, mit einigen grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beginnen. Wie was? Woran sollte ich denken?
Nun, in erster Linie, vertraue immer deinen Instinkten. Wenn sich etwas falsch oder unsicher anfühlt, zögern Sie nicht, umzukehren. Guter Punkt. Ich werde auf jeden Fall auf die kleine Stimme in meinem Hinterkopf hören. Auf jeden Fall. Und teilen Sie unbedingt jemandem Ihre Wanderpläne mit, einschließlich Ihrer Route und der voraussichtlichen Rückkehrzeit. Das ist eine tolle Idee. Ich werde sicherstellen, dass ich alle Details mit einem Freund oder Familienmitglied teile. Hervorragend. Und natürlich sollten Sie immer auf gut markierten Wegen bleiben und potenziell riskante Bereiche meiden. Ich hab's. Ich werde meine Nachforschungen anstellen und meine Route sorgfältig planen. Perfekt. Und vergessen Sie nicht, das Nötigste einzupacken: Wasser, Snacks, ein Erste-Hilfe-Set und vielleicht sogar ein aufgeladenes Telefon oder GPS-Gerät. Exzellente Vorschläge. Ich werde dafür sorgen, dass ich das alles zur Hand habe. Wunderbar. Ich bin mir sicher, wenn Sie diese grundlegenden Sicherheitsrichtlinien befolgen, wird Ihre Wanderung ein absoluter Genuss sein. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, all das zu teilen, Anna. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Natürlich. John. Ich helfe Ihnen gerne dabei, ein sicheres und angenehmes Outdoor-Abenteuer zu erleben. Fantastisch. Ich werde dich auf jeden Fall wissen lassen, wie es läuft. Nochmals vielen Dank für den Rat. Lektion 5. Handtücher anfordern. Entschuldigung, Anna, kann ich dir eine kurze Frage stellen? Absolut. John. Wie kann ich dir helfen? Nun, mein Partner und ich wohnen im Hotel und wir haben uns gefragt, ob es möglich ist, zusätzliche Handtücher für unser Zimmer zu bekommen. Oh, ich verstehe. Lass mich das für dich prüfen. Wir scheinen einfach ausgegangen zu sein, und es wäre toll, wenn wir noch ein paar mehr bekommen könnten. Gar kein Problem. Das kann ich gerne für Sie arrangieren. Fantastisch, ich weiß das wirklich zu schätzen. Gibt es eine bestimmte Methode, wie ich sie anfordern sollte? Sicher, lassen Sie mich Sie durch den Prozess führen. Rufen Sie am besten direkt an der Rezeption an und stellen Sie die Anfrage. Okay, großartig. Dann rufe ich sie sofort an. Perfekt. Lassen Sie sie einfach wissen, dass Sie zusätzliche Handtücher für Ihr Zimmer benötigen, und Sie bringen sie Ihnen gerne zur Verfügung. Wunderbar, vielen Dank. Ich kümmere mich sofort darum. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich hoffe, Sie und Ihr Partner genießen Ihren Aufenthalt. Absolut, bis jetzt war es wunderbar. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Natürlich jederzeit. Ich freue mich, dass ich Ihnen bei Ihrer Handtuchanfrage weiterhelfen konnte. Fantastisch, ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich lasse es dich auf jeden Fall wissen, wenn wir noch etwas brauchen. Hört sich gut an. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn ich noch etwas für Sie tun kann. Werde ich machen. Danke nochmal, Anna. Ich werde bald mit dir reden. Lektion 6. Über Etikette diskutieren. Hey Anna, kann ich deine Meinung zu etwas hören? Natürlich. John. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe über die richtige Etikette für Debatten gelesen
und in einem Aspekt bin ich etwas verwirrt. Okay, bei welchem Teil bist du dir nicht sicher? Hier steht, dass man nicht von außerhalb des Debattiersaals argumentieren kann, man muss die Schwelle überschreiten. Was heißt das genau? Ah, ich verstehe. Das bezieht sich auf die Idee, dass Sie sich voll und ganz an der Debatte beteiligen müssen, anstatt nur nebenbei Argumente vorzubringen. Ich verstehe, das macht Sinn. Sie müssen also ein aktiver Teilnehmer sein, nicht nur ein externer Kommentator. Exakt. Der Sinn einer Debatte besteht darin, Ihren Fall zu präsentieren und direkt mit Ihrem Gegner in Kontakt zu treten. Ich hab's, das klärt die Dinge auf. Du kannst also nicht einfach dem Publikum deine Meinung sagen, du musst aufs Podium steigen. Exakt. Es geht darum, sich voll und ganz der Debatte zu widmen und bereit zu sein, Ihre Position zu verteidigen. Das ist wirklich interessant. Mir war nicht bewusst, dass es so spezifische Etiketteregeln für Debatten gibt. Ja, es gibt ein ganzes Protokoll, das einen fairen und produktiven Gedankenaustausch gewährleistet. Nun, ich weiß es zu schätzen, dass du mir das erklärt hast. Es ist gut zu wissen, wie man richtig an einer Debatte teilnimmt. Absolut. Debattieren ist eine Kunstform, und die Einhaltung der Etikette ist entscheidend für eine sinnvolle Diskussion. Auf jeden Fall. Das werde ich sicher im Hinterkopf behalten, wenn ich das nächste Mal in einer Debatte bin. Hervorragend, ich freue mich, dass ich das für Sie klären konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen zur Umgangsform haben. Werde ich machen. Danke, Anna. Das war für mein Verständnis sehr hilfreich. Lektion 7. Neue Möglichkeiten erkunden. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, etwas Neues auszuprobieren. Hast du irgendwelche Ideen? Oh, das ist aufregend. Was für eine neue Sache hattest du im Sinn? Nun, ich habe mir diesen Ort namens Perfect angesehen, und es scheint, als ob dort alle möglichen interessanten Aktivitäten angeboten werden. Perfekt, hm? Ich glaube nicht, dass ich davon schon einmal gehört habe. Welche Aktivitäten bieten Sie an? Soweit ich gelesen habe, bieten sie alles, von Kunst- und Bastelworkshops bis hin zu Outdoor-Abenteuern. Das klingt nach einer wirklich vielfältigen Auswahl an Optionen. Das klingt ziemlich faszinierend. An welchen Aktivitäten sind Sie am meisten interessiert? Ich fühle mich besonders zu den Outdoor-Sachen hingezogen. Sie bieten Dinge wie Wandern, Klettern und sogar einige Wassersportarten an. Oh wow, das klingt genau nach deinem Geschmack. Denken Sie darüber nach, eine der Outdoor-Aktivitäten auszuprobieren? Ich tendiere definitiv in diese Richtung. Ich denke, es könnte eine großartige Gelegenheit sein, etwas Neues auszuprobieren und meine Komfortzone ein bisschen zu verlassen. Ich liebe diese Denkweise, John. Neue Dinge auszuprobieren kann so lohnend sein, auch wenn sie anfangs ein bisschen einschüchternd sind. Genau. Und wer weiß, vielleicht entdecke ich sogar ein verborgenes Talent oder eine Leidenschaft, von der ich nie wusste, dass ich sie habe. Unbedingt. Und selbst wenn Sie es nicht tun, wird die Erfahrung selbst wertvoll sein. Manchmal geht es nur um die Reise, weißt du? Du hast so recht. Ich glaube, ich werde versuchen, mich für eines der Outdoor-Abenteuer bei Perfect anzumelden. Irgendwelche Empfehlungen, wo ich anfangen soll?
Vielleicht so etwas wie ein Kletterkurs für Anfänger? Das könnte eine wirklich unterhaltsame und herausfordernde neue Fähigkeit sein, die es zu erlernen gilt. Oh, Klettern, hm? Das klingt faszinierend. Das muss ich mir ansehen. Danke für den Vorschlag, Anna. Natürlich. Ich freue mich darauf, dass du etwas Neues ausprobierst. Lass mich wissen, wie es läuft, okay? Das werde ich tun. Darauf freue ich mich sehr. Danke für die Ermutigung. Lektion 8. Wasserwunder. Guten Morgen, Anna. Warst du schon einmal in dem neuen Aquarium in der Innenstadt? Nein, habe ich nicht. Nein, ich wollte es mir ansehen. Was hältst du davon? Es war unglaublich. Sie haben die tollsten Fische in diesen riesigen Tanks. Oh, wirklich? Was für Fische hast du gesehen? Alle Arten bunter tropischer Fische, wie Kaiserfische und Clownfische. Und sie hatten sogar ein paar riesige Stachelrochen. Stachelrochen? In einem öffentlichen Aquarium? Das ist so cool. Waren sie in einem großen Tank? Absolut riesig. Die Tanks waren riesig, locker so groß wie ein kleines Schwimmbad. Wow, das muss ein toller Anblick gewesen sein. Ich kann mir nur vorstellen, wie faszinierend es war, diese großen Kreaturen herumschwimmen zu sehen. Das war es wirklich. Und das Beste daran war, die kleinen Fische um die größeren herumflitzen zu sehen. Kleine Fische schwimmen mit den großen? Das klingt nach einem ziemlich faszinierenden Ökosystem. Ja, es war fast so, als ob die kleinen Fische nicht einmal von der Größe ihrer Panzerkameraden beeindruckt waren. Das ist so interessant. Ich frage mich, ob sich die kleinen Fische von den größeren geschützt fühlen oder so. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht tragen die großen Fische dazu bei, eine sicherere Umgebung für die kleineren zu schaffen. Es ist erstaunlich, wie die Natur diese Art von Gleichgewicht finden kann, selbst in einer gefangenen Umgebung wie einem Aquarium. Auf jeden Fall. Ich bin wirklich neugierig, mehr über die Beziehungen zwischen den verschiedenen Arten in diesen Tanks zu erfahren. Ich auch. Ich werde auf jeden Fall bald einen Besuch im Aquarium einplanen müssen. Danke für die Empfehlung, John. Natürlich. Ich denke, du wirst es wirklich genießen. Lass mich wissen, was du denkst, wenn du gehst. Lektion 9. Die Bushaltestellen finden. Hey Anna, weißt du, wo die nächste Bushaltestelle ist? Ich muss in die Innenstadt, bin mir aber nicht sicher, welchen Weg ich nehmen soll. Hallo John, ich glaube, ich habe einen Stadtplan in der Nähe des Parkeingangs gesehen. Wir könnten das überprüfen, um zu sehen, wo sich die Bushaltestellen in dieser Gegend befinden. Tolle Idee. Ich habe die Karte vorhin nicht bemerkt. Sollen wir uns das mal ansehen? Absolut. Lass uns dorthin gehen. Ich bin gespannt, welche Buslinie für Sie am bequemsten wäre. Wunderbar, zeig mir den Weg. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir hilfst, das herauszufinden. Gar kein Problem, ich helfe gerne mit. Die Karte sollte uns alle Details geben, die wir benötigen. Fantastisch. Ich bin mir sicher, dass ich mit Ihrer Hilfe die richtige Bushaltestelle finden und effizient in die Innenstadt fahren kann.
Ich bin zuversichtlich, dass wir sie dorthin bringen, wo sie hin müssen. Nur ein kurzer Spaziergang zum Parkeingang und wir kümmern uns um sie. Klingt gut, lass uns gehen. Ich bin dankbar für deine Hilfe, Anna. Lektion 10. Einkaufsbummel. Hey Anna, ich bin heute früh einkaufen gegangen und habe ein paar wirklich tolle Angebote bekommen. Oh, das ist aufregend. Was für Dinge hast du gekauft? Nun, ich habe ein paar neue Shirts, eine schöne Jeans und sogar ein oder zwei coole Accessoires mitgenommen. Das klingt nach einem lustigen Einkaufsbummel. Was war dein Lieblingsartikel, den du gefunden hast? Ich glaube, mein Lieblingsstück war diese stylische neue Uhr, die ich bekommen habe. Es hat ein wirklich schlankes, modernes Design. Oh, eine neue Uhr, wie lustig. Ich liebe es, mir neue Accessoires auszusuchen. Sie können wirklich ein Outfit zusammenstellen. Definitiv. Ich bin immer auf der Suche nach Unikaten, die eine besondere Note verleihen können. Hast du in letzter Zeit zufällig selbst eingekauft? In der Tat habe ich es getan. Ich bin letztes Wochenende ins Einkaufszentrum gegangen und habe den bezauberndsten neuen Pullover gefunden. Es ist so weich und gemütlich, perfekt für das kühlere Wetter. Das ist großartig. Ich freue mich, dass du etwas gefunden hast, das du wirklich liebst. Einkaufen kann eine so unterhaltsame Art sein, ihre Garderobe aufzufrischen. Unbedingt. Es ist einfach befriedigend, den perfekten neuen Artikel zu finden. Ich genieße immer den Nervenkitzel der Jagd, du nicht? Absolut. Ich habe ein echtes Erfolgserlebnis, wenn ich auf etwas ganz Besonderes stoße. Das macht den Einkaufsbummel umso lohnenswerter. Lektion 11. Der elektrische Traum. Guten Morgen, Anna. Hast du von dem neuen Elektroauto gehört, das gerade auf den Markt gebracht wurde? Es soll wirklich gut für die Umwelt sein. Hallo John, ja, das habe ich. Ich bin wirklich daran interessiert, mehr über Elektrofahrzeuge zu erfahren. Was hast du über sie gehört? Soweit ich weiß, produzieren sie keine direkten Emissionen, was sich hervorragend zur Reduzierung der Luftverschmutzung eignet. Und sie sind viel leiser als herkömmliche benzinbetriebene Autos. Das ist großartig. Ich habe auch gehört, dass sie viel billiger zu tanken und zu warten sind. Die Vorabkosten sind höher, aber die langfristigen Einsparungen können erheblich sein. Auf jeden Fall. Und da immer mehr Ladestationen gebaut werden, wird es immer einfacher, ein Elektroauto aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Die Technologie schreitet wirklich schnell voran. Ich stimme zu. Hast du darüber nachgedacht, dir selbst einen zu besorgen? Ich bin versucht, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die Reichweite für meinen täglichen Arbeitsweg geeignet wäre. Das ist ein gutes Argument. Die Reichweite kann immer noch eine Einschränkung sein, insbesondere bei längeren Reisen. Aber ich habe gehört, dass die neueren Modelle in dieser Hinsicht immer besser werden. Ja, ich muss noch etwas recherchieren. Es wäre toll, meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, aber ich möchte sicherstellen, dass ein Elektroauto für meine Bedürfnisse praktisch ist. Absolut. Nun, lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie sich damit befassen. Ich teile gerne mit, was ich gelernt habe. Danke John, das weiß ich zu schätzen. Das war ein wirklich informativer Chat über Elektroautos. Ich habe das Gefühl, dass ich die Vorteile jetzt viel besser verstehe. Freut mich, dass ich helfen konnte. Elektrofahrzeuge sind definitiv eine spannende Technologie mit viel Potenzial, sich positiv auf die Umwelt auszuwirken.
Lektion 12. Die neugierigen Gesprächspartner. Guten Tag, Anna. Ich wollte dich fragen, was denkst du über die neuen wissenschaftlichen Entdeckungen auf der ganzen Welt? Hallo John, das ist ein faszinierendes Thema. Ich habe in letzter Zeit über einige wirklich aufregende Durchbrüche gelesen. Worauf sind Sie besonders neugierig? Nun, ich habe über diese neue Methode zur Erkennung von Exoplaneten gelesen, die möglicherweise Leben ermöglichen könnten. Es ist ziemlich überwältigend, über die Möglichkeit nachzudenken, bewohnbare Welten außerhalb unseres Sonnensystems zu finden. Ich stimme zu, das ist unglaublich faszinierend. Allein die schiere Größe des Universums und das Potenzial für andere Lebensformen sind wirklich demütigend. Haben Sie auch von den Fortschritten im Quantencomputing gehört? Ja, die Entwicklungen in der Quantentechnologie sind bemerkenswert. Die Fähigkeit, Berechnungen exponentiell schneller durchzuführen als klassische Computer, könnte so viele Bereiche revolutionieren. Absolut. Ich bin besonders fasziniert davon, wie Quantencomputer Kryptographie und Cybersicherheit verändern könnten. Die Implikationen sind ziemlich tiefgreifend. Auf jeden Fall. Und dann gibt es Durchbrüche in Bereichen wie erneuerbare Energien, neuronale Schnittstellen und Gentechnik. Es ist fast schwierig, mit all den aufregenden Fortschritten Schritt zu halten. Ich weiß, das Tempo der wissenschaftlichen und technologischen Innovation ist heutzutage atemberaubend. Ich frage mich, welche anderen bahnbrechenden Entdeckungen gleich um die Ecke sind. Ich auch. Es ist aufregend, darüber nachzudenken, wie sehr sich die Welt in den kommenden Jahrzehnten verändern könnte, wenn diese neuen Grenzen erforscht und verstanden werden. Ich stimme zu, John. Das sind wirklich inspirierende Themen, die mich neugierig machen, mehr zu erfahren. Haben Sie noch andere Forschungsbereiche, für die Sie sich besonders begeistern? Nun, ich war auch fasziniert von den Fortschritten in der Materialwissenschaft, wie der Entwicklung von Graphen und anderen ultrastarken, leichten Materialien. Die potenziellen Anwendungen sind endlos. Oh, das ist ein weiteres gutes Beispiel. Der Bereich der Materialwissenschaften entwickelt sich so schnell. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Innovationen alles verändern könnten, von der Infrastruktur bis hin zu Konsumgütern. Auf jeden Fall. Es gibt einfach so viel Potenzial für neue Entdeckungen, um unsere Welt grundlegend zu verändern. Ich finde es unglaublich anregend, darüber nachzudenken. Lektion 13. Navigieren in gemischten Familien. Guten Morgen, Anna. Ich wollte deine Gedanken zu etwas hören, das mir in letzter Zeit durch den Kopf geht. Guten Morgen, John. Natürlich. Was beschäftigt dich? Nun, weißt du, mein Bruder hat kürzlich nach seiner Scheidung wieder geheiratet. Seine neue Frau hat ein paar Kinder aus ihrer früheren Ehe, also orientieren sie sich jetzt an dieser gemischten Familiendynamik. Ah, ich verstehe. Mischfamilien können sicherlich einige einzigartige Herausforderungen mit sich bringen, aber auch große Chancen bieten. Exakt. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Kinder schwierig sein muss, sich an neue Stiefeltern und Stiefgeschwister zu gewöhnen. Wie könnte man das Ihrer Meinung nach am besten angehen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, offene und ehrliche Kommunikation ist der Schlüssel. Die Kinder zu ermutigen, ihre Gefühle auszudrücken und gleichzeitig klare Erwartungen zu setzen, kann wirklich allen helfen, sich anzupassen. Das macht sehr viel Sinn. Und ich denke, es ist wichtig, dass die neuen Ehepartner Wege finden, eine Bindung zu den Stiefkindern aufzubauen, ohne zu versuchen, die leiblichen Eltern zu ersetzen. Absolut.
Vertrauen und Respekt aufzubauen, anstatt um die Zuneigung der Kinder zu konkurrieren, ist so wichtig. Es braucht Zeit, kann aber zu sehr lohnenden Beziehungen führen. Ja, ich verstehe, dass das ein empfindliches Gleichgewicht wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass die leiblichen Eltern mit an Bord sein und mitarbeiten müssen. Auf jeden Fall. Eine effektive gemeinsame Erziehung, auch in allen Haushalten, bereitet die Kinder auf das bestmögliche Ergebnis vor. Es erfordert viel Reife und Kompromisse von den beteiligten Erwachsenen. Das ist ein gutes Argument. Ich schätze, es geht darum, die Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund zu stellen, auch wenn das bedeutet, dass die Erwachsenen alle persönlichen Unterschiede oder Spannungen beiseite legen müssen. Exakt. Die Priorität muss darin bestehen, ein stabiles, unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder gedeihen können. Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich, wenn es richtig gemacht wird. Das kann ich mir vorstellen. Es ist eine komplexe Dynamik, aber wenn ich Sie darüber sprechen höre, verstehe ich besser, wie eine gemischte Familie funktioniert. Lektion 14. Der perfekte Eisbecher. Sag mal, Anna, ist dir je die kleine Eisdiele aufgefallen, an der wir auf unseren Spaziergängen vorbeikommen? Ich habe darüber nachgedacht, für ein Leckerli vorbeizuschauen. Weißt du, ich habe es bemerkt, John. Mir ist es auch durch den Kopf gegangen. Ein gutes kaltes Eis würde an diesen warmen Tagen genau das Richtige sein. Genau. Ich sehne mich nach etwas Süßem und Erfrischendem. Was hältst du davon, dass wir dort auf dem Rückweg einen Boxenstopp einlegen? Klingt für mich nach einem Plan. Ich bin gespannt, welche Aromen und Toppings sie haben. Den perfekten Eisbecher individuell zusammenzustellen könnte richtig Spaß machen. Oh, gutes Argument. Ich wette, Sie haben alle möglichen leckeren Optionen. Vielleicht könnten wir einen zum Teilen bekommen und verschiedene Kombinationen ausprobieren. Das ist eine tolle Idee. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Und es wäre die perfekte Art, sich nach unserem Spaziergang abzukühlen. Auf jeden Fall. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, uns zu entspannen und ein bisschen zu plaudern, bevor wir nach Hause fahren. Absolut. Darauf freue ich mich. Ein bisschen Eisgenuss und gute Gesellschaft klingt toll. Ich auch. Also gut, es ist ein Date. Lass uns Platz für den Nachtisch auf dem Rückweg sparen. Klingt perfekt. Ich kann die süße, cremige Köstlichkeit schon fast schmecken. Das wird ein netter kleiner Leckerbissen, findest du nicht? Auf jeden Fall. Ein kleiner Nachmittagsgenuss, um unsere Stimmung zu heben. Ich träume schon von der perfekten Eisbecher-Kombination. Lektion 15. Verpasster Flug und Zwischenstopp. Hey Anna, hast du von der Verspätung meines Fluges gehört? Es war ein echter Ärger. Oh nein, was ist passiert? Konnten Sie Ihren nächsten Flug erwischen? Zum Glück hatte mein nächster Flug einen langen Zwischenstopp, so dass ich ihn nicht verpasst habe. Aber es war knapp. Das ist gut zu hören. Lange Zwischenstopps können manchmal Glück im Unglück sein. Auf jeden Fall. Ich konnte vor meinem nächsten Flug schnell einen Happen essen und meine Beine ausstrecken. Das ist großartig. Es ist immer wichtig, diese unerwarteten Pausen während der Reise zu nutzen. Absolut. Ich bin einfach froh, dass ich nicht meine gesamte Reise umbuchen musste. Ich auch.
Verpasste Flüge können so nervenaufreibend sein. Du sagst es mir. Ich bin einfach dankbar, dass am Ende alles geklappt hat. Lektion 16. Gepäck verfolgen. Hey Anna, machst du dir manchmal Sorgen, dein Gepäck zu verlieren, wenn du reist? Die ganze Zeit. Es ist so ein stressiger Teil jeder Reise. Die Fluggesellschaften geben uns jedoch normalerweise eine Referenznummer, mit der wir unser Gepäck online verfolgen können. Das ist gut zu wissen. Ich fühle mich immer so hilflos, wenn mein Gepäck nicht auf dem Karussell auftaucht. Vollkommen. Die Tracking-Nummer hilft mir wirklich, mich zu beruhigen. Ich kann den Status jederzeit überprüfen. Auf jeden Fall. Es ist beruhigend, jederzeit zu wissen, wo sich Ihr Gepäck befindet. Exakt. Und wenn es Probleme gibt, erleichtert die Referenznummer die Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft. Das ist ein gutes Argument. Wenn Sie diese Informationen zur Hand haben, ist es viel reibungsloser, verlorenes Gepäck zu lösen. Absolut. Es ist eine Sache weniger, über die Sie sich Sorgen machen müssen, wenn Sie versuchen, Ihre Reise zu genießen. Ganz gewiss. Ich muss daran denken, beim nächsten Flug nach der Tracking-Nummer zu fragen. Ja, das ist ein Wendepunkt. Das macht den gesamten Gepäckvorgang definitiv viel weniger stressig. Gut zu wissen. Ich weiß es zu schätzen, dass du diesen Tipp teilst. Er wird sich für meine nächste Reise als nützlich erweisen. Lektion 17. In einem neuen Bereich navigieren. Guten Morgen, Anna. Kennen Sie sich in dieser Gegend aus? Ich bin ein bisschen verloren. Keine Sorge, ich kenne die Gegend ziemlich gut. Wie kann ich dir helfen, deinen Weg zu finden? Toll, ich versuche in den Park zu kommen, bin mir aber nicht sicher, in welche Richtung ich gehen soll. Ah, der Park ist nur ein paar Blocks weiter. Ich kann Ihnen Abbiegehinweise geben, wenn das nützlich wäre. Das wäre unglaublich. Ich würde mich über die Hilfe sehr freuen. Ich möchte nicht ziellos umherwandern. Okay, lass mich nachdenken. Gehen Sie zuerst etwa eine halbe Meile diese Straße entlang und biegen Sie dann an der großen Eiche rechts ab. Ich hab's, direkt an der Eiche. Was dann? Folgen Sie dieser Straße für ein paar Blocks und der Parkeingang befindet sich auf der linken Seite. Perfekt, das klingt leicht nachzuvollziehen. Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe, um mir zu helfen. Ich helfe gerne weiter. Die Navigation in einem neuen Gebiet kann schwierig sein, aber ich kenne dieses Viertel wie meine Westentasche. Das ist so nett von dir. Ich fühle mich jetzt viel weniger gestresst, da ich klare Anweisungen habe. Erwähne es nicht. Lass mich wissen, wenn du noch etwas brauchst, während du den Park erkundest. Werde ich machen. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Lektion 18. Planung des Winterwunderlands. Hey Anna, ich träume schon von den Wintermonaten. Hast du irgendwelche Vorlieben, wie wir sie verbringen sollen? Oh, der Winter ist meine liebste Jahreszeit. Ich würde gerne ein paar lustige Aktivitäten planen. Was für Dinge hattest du im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten an einem Wochenende Eislaufen gehen und vielleicht auf die Piste gehen, um Ski oder Snowboard zu fahren.
Das klingt nach großartigen Ideen. Ich bin auf jeden Fall bereit für Wintersport. Wir sollten auch einen gemütlichen Abend am Kamin einplanen. Guter Punkt. Wir werden auch einige Ausfallzeiten brauchen, um uns aufzuwärmen. Vielleicht könnten wir heißen Kakao kochen und uns einen Urlaubsfilm ansehen. Das ist perfekt. Und wir dürfen all die köstlichen Wintergerichte nicht vergessen. Herzhafte Suppen, gebratenes Gemüse, frisches Brot. Du machst mich hungrig, wenn ich nur daran denke. Hast du irgendwelche Lieblingswinterrezepte, die du ausprobieren möchtest? Ich wollte schon immer einen Pilzgersteneintopf machen. Er ist so herzhaft und sättigend. Wir könnten das mit etwas knusprigem Brot kombinieren. Klingt köstlich. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich es mir nur vorstelle. Das wird der beste Winter aller Zeiten. Einverstanden. Wir werden so viel Spaß haben. Ich kann es kaum erwarten, mich zu packen und die Gemütlichkeit der Jahreszeit zu genießen. Ich auch nicht. Danke, dass du mit mir über all diese tollen Ideen gesprochen hast, Anna. Ich zähle schon die Tage. Lektion 19. Erkundung des Ostens am Meer. Guten Morgen, Anna. Ich habe eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende ein paar neue Restaurants in Sieside ausprobieren? Oh, das klingt perfekt. Ich bin immer bereit, leckere lokale Orte zu entdecken. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn? Noch nicht, aber ich hatte gehofft, Sie könnten einige Empfehlungen haben. Ich sehne mich nach etwas Frischem und Würzigem. Lass mich nachdenken. Direkt an der Promenade gibt es ein gut bewertetes Fischrestaurant, das ich schon lange probieren wollte. Meeresfrüchte am Strand? Zählen Sie auf mich. Über was hast du sonst noch gute Dinge in der Stadt gehört? Nun, ich habe gehört, dass es ein gemütliches italienisches Lokal gibt, das tolle hausgemachte Pasta zubereitet. Und ein neues Fusion-Restaurant, das begeisterte Kritiken bekommt. Fusionsküche, Das könnte wirklich interessant sein. Das sollten wir uns auf jeden Fall ansehen. Definitiv. Und wenn wir danach immer noch Hunger haben, können wir jederzeit zum Nachtisch in eine der süßen kleinen Bäckereien gehen. Das ist eine tolle Idee. Ich könnte nach einer herzhaften Mahlzeit etwas Süßes essen gehen. Hast du eine Lieblingsbäckerei im Sinn? Da ist dieser entzückende kleine Ort, der die köstlichsten Backwaren und handgemachtes Brot anbietet. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. In Ordnung, du hast mich verkauft. Verbringen wir einen Tag damit, die Foodszene am Meer zu erkunden. Ich kann es kaum erwarten, mich darauf einzulassen. Ich auch nicht. Das wird so viel Spaß machen. Ich liebe es, neue Restaurants auszuprobieren und lokale Unternehmen zu unterstützen. Das gleiche hier. Okay, ich werde etwas recherchieren und eine Reiseroute zusammenstellen. Das wird ein köstliches Abenteuer. Lektion 20. In der Stadt navigieren. In Ordnung, Anna, ich habe mich ein bisschen verirrt. Kannst du mir helfen, mich in der Stadt zurechtzufinden? Unbedingt. Wo versuchst du hinzukommen? Ich suche das neue Kunstmuseum. Wissen Sie zufällig, wo es ist? Sicher, es ist nur einen kurzen Spaziergang von hier entfernt. Gehen Sie diese Straße geradeaus hinunter und biegen Sie dann an der 3. Kreuzung links ab.
Okay, ich hab's. Fahren Sie geradeaus und biegen Sie dann links ab. Einfach genug. Ist es schwer zu übersehen oder sollte ich nach irgendwelchen Sehenswürdigkeiten Ausschau halten? Eigentlich ist es ziemlich schwer zu übersehen. Das Museumsgebäude hat diese wirklich unverwechselbare moderne Architektur mit riesigen Glasfenstern. Ah, perfekt. Glasfenster, das darfst du nicht verpassen. Und von welchem langen Spaziergang sprechen wir? Ich würde sagen, es sind vielleicht 10 bis 15 Minuten in lockerem Tempo. Die Stadtblöcke sind in diesem Teil der Stadt nicht zu groß. Wunderbar, das ist gar nicht schlecht. Ich bin bereit, meine Kultur in den Griff zu bekommen. Ist das Museum Ihrer Meinung nach den Besuch wert? Definitiv. Sie haben eine erstaunliche Sammlung zeitgenössischer Kunstausstellungen. Und das Gebäude selbst ist ein Kunstwerk. Hervorragend, ich kann es kaum erwarten. Okay, lassen Sie mich noch einmal zusammenfassen, geradeaus, dann links, und suchen Sie nach dem großen Glasgebäude. Klingt gut. Ja, du hast es. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Anweisungen benötigen, sobald Sie näher dran sind. Viel Spaß im Museum. Werde ich machen. Vielen Dank für die Hilfe. Das wird ein toller Nachmittag. Lektion 21. Die Zukunft des Essens. Hey Anna, hast du von all den verrückten neuen Fortschritten in der Lebensmitteltechnologie gehört? Nein, wovon hast du gehört? Ich bin neugierig, mehr zu erfahren. Nun, anscheinend arbeiten einige Unternehmen daran, den gesamten Garprozess zu automatisieren. Sie müssen also nicht einmal einen Finger rühren, um eine Mahlzeit zuzubereiten. Wo, wirklich? Das klingt sowohl aufregend als auch ein wenig besorgniserregend. Wie würde das überhaupt funktionieren? Soweit ich weiß, besteht die Idee darin, diese Geräte zu haben, mit denen Sie im Grunde ganze Mahlzeiten für Sie planen, zubereiten und kochen können. Wow, das ist wild. Du meinst also, wir könnten vielleicht einfach ein paar Knöpfe drücken und ein frisch zubereitetes Abendessen serviert bekommen? Genau. Kein Herumsklaven mehr in der Küche. Die Maschine würde alles erledigen, von der Auswahl der Rezepte bis zum eigentlichen Kochen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mich dabei fühle. Ein Teil der Freude am Kochen ist der praktische Prozess, weißt du? Ich verstehe das, aber denk nur an die Bequemlichkeit. Keine Essensplanung, kein Einkaufen oder Aufräumen mehr. Klingt für mich ziemlich gut. Ich nehme an. Ich frage mich allerdings, wie sich das auf unsere Kochkünste als Gesellschaft auswirken würde, wenn wir uns alle nur auf Maschinen verlassen würden. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht würde uns das in der Küche etwas faul machen. Aber hey, wenigstens hätten wir mehr Freizeit, oder? Ich schätze schon. Das ist gewiss ein interessantes Konzept. Ich bin gespannt, ob es wirklich durchstartet und zum Mainstream wird. Das gleiche hier. Ich habe das Gefühl, dass wir nur an der Oberfläche dessen kratzen, was in Bezug auf die Zukunft der Lebensmitteltechnologie möglich ist. Zweifellos. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Ich bin unvoreingenommen, aber ich hoffe, dass wir dieses praktische Kocherlebnis nicht ganz verlieren. Fair genug. Ich bin mir sicher, dass es immer noch viele von uns geben wird, die den traditionellen Ansatz mögen, auch wenn die automatisierten Optionen immer häufiger werden. Lektion 22. Amüs Sprachunterricht.
Hey Anna, hast du gehört, was mit Emi und ihrem Sprachunterricht los ist? Nein, ich habe nichts gehört. Wie lautet der Überblick? Offenbar hatte Emi eine harte Zeit mit ihrem Unterricht. Ihr Vater hat sie wirklich dazu gedrängt, eine neue Sprache zu lernen, aber es läuft nicht gut. Oh nein, das ist nicht gut. Was scheint das Problem zu sein? Nun, soweit ich weiß, haben sie sich während des Unterrichts die Köpfe zerstritten. Emi ist frustriert und ihr Vater ist nicht sehr geduldig. Huch, das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Das Erlernen einer neuen Sprache kann schon herausfordernd genug sein, ohne dass familiäre Spannungen im Weg stehen. Exakt. Amys Vater will wirklich, dass sie fließend spricht, aber er merkt nicht, dass sein Nörgeln sie nur dazu bringt, sich dem ganzen Prozess zu widersetzen. Das ist eine knifflige Situation. Hat Emi Interesse daran bekundet, die Sprache selbst zu lernen, oder ist das alles die Idee ihres Vaters? Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ehrlich bin. Es scheint, als wäre es eher der Traum ihres Vaters als ihre eigene Motivation. Ah, ich verstehe. Nun, das hilft dann wahrscheinlich nicht weiter. Das Erlernen einer Sprache erfordert echte persönliche Investitionen. Ganz gewiss. Wenn Emi nicht voll und ganz an Bord ist, wird es ein harter Kampf, egal wie sehr ihr Vater Druck macht. Absolut. Vielleicht möchte er einen Schritt zurücktreten und ein offenes Gespräch mit ihr darüber führen. Mal sehen, ob sie einen Kompromiss finden können. Ja, das ist ein kluger Ansatz. Es zu erzwingen wird nicht funktionieren und könnte Emi die ganze Erfahrung versauen. Exakt. Der Schlüssel liegt darin, einen Weg zu finden, es für sie angenehm und lohnend zu machen, nicht nur etwas, das sie tun muss, um ihrem Vater zu gefallen. Du hast recht. Ich hoffe, Sie finden es heraus, bevor der Unterricht zu einer totalen Quelle von Spannungen und Groll wird. Ich auch. Mit dem richtigen Ansatz kann Sprachenlernen eine wirklich positive und bereichernde Erfahrung sein. Aber es muss für den Einzelnen richtig sein. Auf jeden Fall. Drücken Sie die Daumen, dass Emi und Ihr Vater darüber auf derselben Seite stehen. Es könnte einen großen Unterschied in Ihren Fortschritten machen. Lektion 23. Das Maß eines Mannes. Guten Morgen, Anna. Ich habe viel darüber nachgedacht, was eine Person in den Augen ihrer Familie wirklich würdig macht. Interessant. Worüber hast du nachgedacht, John? Nun, es ist eine knifflige Frage, wie bestimmen wir den Wert eines Mannes für seine Mutter oder für seinen Sohn? Was sollten wir berücksichtigen? Das ist ein tiefgreifendes und komplexes Thema. Es gibt so viele Faktoren, die ins Spiel kommen könnten. Exakt. Ist es Ihr finanzieller Erfolg? Ihr moralischer Charakter? Ihre Fähigkeit, für Ihre Lieben zu sorgen und für sie zu sorgen? Das sind alles wichtige Elemente, aber ich glaube nicht, dass es auf ein oder zwei Dinge reduziert werden kann. Richtig, so einfach ist das nicht. Der Wert eines Mannes für seine Familie ist vielfältig und zutiefst persönlich. Absolut. Es hängt von den individuellen Beziehungen ab und davon, was jede Person am meisten schätzt. Ein guter Vater könnte für seinen Sohn etwas anderes bedeuten als zum Beispiel für seine Frau. Exakt.
Und das Gewissen und die Prinzipien eines Menschen könnten genauso wichtig sein wie seine konkreten Beiträge. Auf jeden Fall. Die immateriellen Aspekte seines Charakters und wie er sein Leben lebt, sind vielleicht noch wichtiger. Ja, die Art, wie er mit anderen umgeht, die Entscheidungen, die er trifft, und das Erbe, das er hinterlässt. Exakt. Es geht nicht nur darum, was er bietet, sondern auch darum, wer er als Mensch ist. Exakt. Das wahre Maß eines Mannes geht weit über oberflächliche Leistungen hinaus. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es ist eine komplexe Frage ohne eine einfache Antwort.